Hallo und willkommen zurück. Jetzt habe ich euch schon gezeigt, wie man die Barockgeige halten kann oder halten soll. Jetzt muss man natürlich damit noch spielen. Und auch hier gibt es ganz große Unterschiede, wie dass man überhaupt einen Ton erzeugt auf einer Barockgeige im Gegensatz zum modernen Instrument. Wenn ihr jetzt die Geige so haltet, ist es ganz wichtig, dass bei der Barockgeige die gesamte Aktion von hier aus, von den Extremitäten ausgeht. Es ist nicht ein Kraftholen aus dem Arm wie auf der modernen Geige, sondern ihr müsst versuchen, das Gewicht von eurem Arm möglichst zu euren Gunsten zu nutzen. Ich lege also jetzt, das wird schrecklich klingen, ich lege also jetzt zuerst mal den Bogen einfach hier ab. Wichtig zu wissen, es geht nicht einfach nur um den Bogen oder nur um die Geige, sondern es ist ein Zusammenspiel. Wenn ihr jetzt also hier das Gewicht drauf legt, dann müsst ihr schon spüren, dass ihr hier ein Gegengewicht habt. Das heißt Geige nach oben, Gewicht vom rechten Arm nach unten. Und jetzt macht ihr zuerst mal einfach nur ein Gekratze und lasst wirklich, wirklich, wirklich das Gewicht los. Und dann spürt ihr auch schon, dass es einen Sinn hat, dass der Barockbogen hier unten so schwer ist und hier oben so leicht. Denn je weiter weg ihr von hier kommt, desto leichter wird das, desto weiter weg ist das Gewicht von eurem Arm und desto weniger könnt ihr irgendwelchen Druck ausüben oder das Gewicht auf die Seite legen. Also das heißt, alles, was fest klingen soll, ist für hier unten gedacht. Alles, was leicht klingen soll, ist für hier oben gedacht. Eigentlich ist es wie beim Einatmen. Ihr atmet aus auf dem Abstrich und ihr nehmt den Atem wieder auf dem Aufstrich. Jetzt einmal ohne Kratzen. Wie ich schon gesagt habe, bei der modernen Geige kommt wirklich sehr, sehr viel Kraft aus der Schulter und aus dem oberen Arm. Bei der Barockgeige ist es eben nicht so, sondern ihr entscheidet hier in der Hand, wie viel von dem Armgewicht das ihr reingeben wollt. Ihr versucht also wirklich das Gewicht von eurem Arm komplett loszulassen. Ich habe das Gefühl, ich lege das so ein bisschen wie auf ein Luftkissen ab. Jetzt stellt euch mal vor, die Kraft hier drin ist wie das Wasser in eurer Leitung. Und das hier vorne ist der Hahn und mit dem Hahn versucht ihr abzuschätzen, wie viel von diesem Gewicht das ihr braucht. Es ist wie, wenn ihr einfach viel aufdreht, dann kommt viel Gewicht rein oder viel Wasser kommt dann raus und wenn ihr nur wenig aufdreht, dann kommt nur wenig Wasser raus. Es ist eigentlich genau dasselbe Prinzip. Jetzt fange ich also hier an, das Gewicht ist hier drin und jetzt gebe ich also dieses Gewicht langsam, langsam, langsam rein und habe schon ein Messer di voce gekriegt. Irgendwo hier rum kann ich wirklich das volle Gewicht reinlegen, weil da bin ich schon weit genug weg, dass es nicht mehr kratzt und noch nicht weit genug weg, als dass ich gar kein Gewicht mehr von meinem Arm auf die Seite legen kann. Und deswegen ist es so natürlich, ein Messer di voce zu machen. Aber Achtung, bitte nicht zu viele Bäuche in der Barockmusik, das ist einfach nicht schön. Man muss schon wissen, wo man ein Messer di voce einsetzt, aber darauf komme ich in einem späteren Video zu sprechen. Versuchen wir das also nochmal. Wir fangen hier unten an und legen das Gewicht nach und nach rein, bis es wirklich zum absoluten Optimum anschwillt. Und dann entfernt sich der Arm so, dass es wie ein natürliches Fade-out gibt. Ihr könnt dabei auch auf eure Seite gucken. Das sieht man jetzt wahrscheinlich im Video nicht so stark. Es gibt diesen einen Moment, wo die Resonanz der Saite wirklich ganz, ganz stark wirkt und die Saite extrem ausschlägt. Wenn ihr das versucht mit Gewicht zu machen, dann erdrückt ihr die Saite so stark, dass sie gar nie wirklich ausschlagen kann. Ich sage immer, dass der Klang ist ein bisschen wie eine
fette, wunderschöne, dunkle, gefüllte Praline. Also ihr müsst wirklich versuchen, diesen ganz, ganz starken Klang einfach zu finden, der wirklich komplett gefüllt ist, dass ihr nicht nur die Hülle habt von der Praline, sondern dass es wirklich, wirklich einen Inhalt habt. Ich hoffe, dass ihr damit versuchen könnt, etwas nach eurem Barockgeigenklang zu finden und freue mich, euch später bei einem anderen Video wieder zu sehen.